Weißt du, was ich am meisten hasse? Kunst. Kunst? Ja, Kunst. Ich meine nicht Malereien oder diese Statuen oder... Obwohl es da auch ganz schöne Fehlgriffe gibt, wie blaues Viereck auf weißem Grund. Nee, ich meine diese ganze extrovertierte, pseudo-intellektuelle Scheiße, die uns überschwemmt. Also, okay, es ist nicht mehr so schlimm wie in den 70ern, als noch irgendwelche stundenlangen Kunstperformances in waren. Du weißt schon, wo so Hippie-Frauen mit Stoff herumgewirbelt haben und zu Geigenmusik rumgetanzt sind, so Jazz-Tanzmäßig, irgendeine Ballettscheiße. Aber mal ehrlich, was heutzutage alles als Kunst verkauft wird, und wer zahlt die Scheiße? Wir, ganz ehrlich. Entschuldigung, kann ich noch einen Kaffee haben? Da werden Steuergelder für so einen Schwachsinn ausgegeben. Kunstförderpreise. Alter, ehrlich, so eine Kacke. Es gab da mal so einen Typen, der wollte eine Videoausstellung machen. Titel: Die Reifung einer Tomate. Kein Witz, der hat gezeigt, wie so eine Tomate reift, wie die von grün zu rot wird. Ey, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie lange so eine Tomate braucht, um reif zu werden. 2 Wochen oder so. Der ist echt hingegangen und hat mit einer Videokamera die Tomate gefilmt. 3 Wochen lang. Nicht Zeitraffer oder so. Nee, in realer Zeit auf VHS-Kassetten. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viel auf so eine VHS-Kassette drauf geht. 3-4 Stunden vielleicht. Alter, der hat sich alle paar Stunden Wecker gestellt, um die Kassetten zu wechseln. Danke. Mann, der ist sogar nachts aufgestanden, um die Kassetten zu wechseln. Das muss dir echt mal geben. Und als diese Kacktomate endlich rot war, da wollte der das als Projektion in so ein Schaufenster beamen lassen. Wieder in Echtzeit. Also 3 Wochen lang. Hey, ich meine, da ist echt ein Problem. Wie willst du denn das machen? Das sind 3 Wochen. Das sind 21 Tage, 24 Stunden. Ey, das sind knapp 500 Stunden und das auf, naja, sagen wir mal 150 Videokassetten. Alter, was glaubst du, was der gemacht hat? Der hat echt jemanden gefunden, der die ganzen 500 Stunden auf den Rechner gepackt hat, um das dann ans Schaufenster zu beamen. Und das ist auch noch was länger her, ne? Ich meine, heutzutage ist es ja fast kein Problem mehr. 300 GB Festplatte und die Sache ist gegessen. Aber damals, vor 5, 6 Jahren, Alter, dafür haben die Geld. Also, was ein Schwachsinn, das muss dir echt mal geben. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Nein. Ich mache auch mal so einen Kunstfilm. Ja, ganz im Ernst. Was die Filmstudenten können, kann ich auch. Ich habe mal so einen Bewerbungsfilm von so einem Filmstudenten gesehen. Thema: alles anders. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat gezeigt, wie 2 Frauen am Küchentisch hocken und die eine labert und labert und labert und das alles in einer Einstellung, bestimmt eine Viertelstunde lang. Dann stehen die beiden auf, tauschen die Schürzen, setzen sich wieder und die eine fängt da an weiter zu labern, wo die andere aufgehört hat. Und der ist genommen worden. Verstehst du das? Das ist einer, der vielleicht mal mit dem Bernd oder mit dem Sönke Filme drehen wird. Und dann wird der mit so einer Scheiße genommen. Also ich habe mir das so überlegt. Am Anfang siehst du, wie Wäsche in der Waschmaschine gestopft wird. Dann kommt das Pulver und dann das Geld. Aha, also wir wissen, wir sind im Waschsalon. Dann siehst du den Typen, der gerade die Wäsche reingepackt hat, wie der sich zu so einem anderen Typen auf eine Bank hockt. Dann sitzen die da und warten, bis die Wäsche fertig ist. Dann siehst du die Waschmaschine und die beiden Typen, aber nur so alles so halb im Anschnitt. Vorher kommt dann noch der Titel. Wäsche oder so, keine Ahnung. Aber pass auf. Plötzlich kommt so ein Cowboy in den Saal. Und alles wird langsamer, so wie in Zeitlupe, verstehst du? Die Waschmaschinen, die Luft, einfach alles. Und jeder Schritt von dem Typ macht so ein ganz spezielles Geräusch von den Sporen. Klack, klack, klack. Und der Typ hat einen Hut auf und du siehst nie seine Augen, denn die sind immer im Schatten. Naja, jedenfalls, also der Typ, der hat einen Korb voller Geldscheine in den Händen, läuft einmal um die Waschmaschine rum und fängt dann an, das ganze Geld in eine Waschmaschine reinzustopfen. Verstehst du? Der packt da so richtig rein und stopft das ganze Geld da voll, lauter 50er. Dann sucht er seine Taschen nach Kleingeld ab und stellt fest, dass er keins dabei hat. Dann holt er wieder einen Geldschein aus der Waschmaschine, geht zu den beiden Jungs, die auf der Bank sitzen und sagt: Sorry Jungs, könnt ihr mir vielleicht mal einen 50er klein machen? Aber bevor der Typ den Satz sagt, lasse ich jemandem oft drüber sprechen, so von wegen: Wäsche ist wie das Leben. Es gibt Höhen und Tiefen, wie das Spülen und das Schleudern. Keine Ahnung, man könnte auch... manche haben immer Glück und ein softes Leben, wie das Schonprogramm. Andere müssen durch die kochende Hölle. Ja, sowas in der Art. Ich meine, man könnte auch was Rassistisches reinsetzen, so von wegen: Manche wollen nur bei Weißwäsche dabei sein, andere mögen es lieber bunt. Ja, sowas in der Art. Und was willst du mit diesem Film aussagen? Naja, dass das Leben eben wie eine Ladung Wäsche ist. Tu mir einen Gefallen, such dir einen Job.
Was soll denn das jetzt heißen? Bis nächste Woche. Ich rufe dich an. Zahlen bitte. Naja, man könnte also auch sagen, dass unsere Gesellschaft eben wie eine Ladung Wäsche ist. Verstehst du? Nein. Naja, also jedes Wäschestück ist einzigartig, hat was ganz Besonderes. Aber wenn du alle Wäsche in eine Waschmaschine steckst, dann verlieren sie ihre Individualität. Kann ich noch einen Kaffee haben?